Hallo, grüß euch, hier ist Inga. Bei dem heutigen Video habe ich vor, euch einen Swipe Pour zu zeigen. Das ist etwas aus dem Bereich der flüssigen Acryltechnik. Man kann es auch Acrylic Pouring nennen. Zunächst habe ich mir ein dickeres Blatt Papier besorgt und mit der Schere daraus schmale Streifen geschnitten, bevor ich jetzt meine Leinwand vorbereite. Und das ist eine Leinwand, die diesmal rechteckig ist, im Verhältnis 3:4. In Zahlen ausgedrückt ist das hier jetzt 18 x 24 cm, die ich zunächst einmal mit preußisch Blau bedecke. Die Farbe ist diesmal etwas dicker angerührt, sodass ich mit dem Föhn nicht ganz weiterkomme und anschließend mein Malmesser benutze, um die flüssige Acrylfarbe besser auf der Leinwand verteilen zu können. Danach nehme ich mir den Rand vor. Ich habe mir Einmalhandschuh angezogen, sodass ich also ohne Probleme den Rand mit den Fingern einmal abfahren kann, sodass sich auch dort die Farbe gleichmäßig verteilt. Ich unterteile mein Bild und zwar in ca. 1/3 zu 2/3 und trage dort dann die Farben auf. Ich fange an mit der Metallic-Farbe Kupfer, gefolgt von dem Permanent Blau-Violett und dem China Cridon Rosa. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Dann kommt wieder Kupfer, ein bisschen Azugelt Zitron. Ich trage teilweise 2 Farbschichten von der dunklen Farbe auf, benutze das Kupfer in regelmäßigen Abständen und dann die Highlight-Farben China Cridon Rosa und Azugelt Zitron. Als oberste Schicht trage ich nochmal Kupfer auf, bevor ich mir dann meinen kleinen Gasbrenner nehme, um eventuell Blasen aus der flüssigen Acrylfarbe zu pusten. Und danach greife ich dann zu meinen vorbereiteten Streifen und lege diesen dann ganz bewusst auf einen der Farbstränge auf und ziehe damit nicht alle Farben, wie man es vielleicht meinen könnte, sondern nur bestimmte Farben. Denn dadurch entsteht ein sehr lebendiges Bild mit einem leichten 3D-Effekt. Denn je nachdem, an welcher Stelle die Farbstränge liegen, liegen sie auch quasi als optische Täuschung anschließend auf der Leinwand. Ihr könnt das ganz gut beobachten. Kupfer liegt weiter oberhalb als das schöne China Cridon Rosa. Und so sind die Farben ja auch aufgetragen worden. Als letzte Farbschicht hatte ich vorhin den Metallic-Ton Kupfer aufgetragen. Inzwischen habe ich die Leinwand gedreht. Und das Schöne ist, dass man ja jetzt im Video durchaus andere Ideen entwickelt. Ich hätte am besten die lange Seite zuerst geswiped, denn jetzt befindet sich ja auf der kürzeren Seite schon einiges an Farbe. Ihr könnt nämlich gut erkennen, dass auf der längeren Strecke die Streifen nach unten transparenter werden, aber auch grundsätzlich vom Farbeinsatz gar nicht mehr so viel Farbe da ist. Wenn ich nochmal ein solches Bild swipen würde, würde ich auf der langen Seite anfangen und danach erst die kurze swipen. Man könnte natürlich auch Farbe nachlegen, aber das wollte ich nicht. Ich teste auch mal gerne Dinge aus, um anschließend gucken zu können, was ich denn beim nächsten Mal anders machen würde oder was würde ich genauso machen. Und das ist jetzt etwas, was mir gerade beim Betrachten des Videos auffällt und ich euch auch gerne mitteilen möchte. Es sei noch gesagt, dass ich zwischendrin die Farbstreifen, mit denen ich swipe, mit einem Krepppapier einmal abputze, aber auch die Streifen nach 3 oder 4 Mal wechsle, weil sie doch aufgrund der flüssigen Farbe vorne etwas durchnässter werden und sie sich dann nicht mehr so ganz gut führen lassen. Jetzt mache ich noch ein paar Swipes zwischen den schon geswipten Farbstreifen, damit das preußisch Blau noch etwas mehr in den Hintergrund tritt und der Effekt der darüber liegenden Streifen noch etwas deutlicher wird.
Jetzt, nachdem das Bild fertig geswiped ist, kommt nochmal mein kleiner Gasbrenner zum Einsatz. Und dadurch, dass ich nicht mit Silikon gearbeitet habe, entstehen jetzt nur kleine Zellen, manchmal auch gar keine Zellen, aber das Chinacridon rosa und auch das Kupfer bilden leichte Zellen und an diesen Stellen tritt teilweise das preußisch Blau auch wieder in den Vordergrund als dunkle kleine Zellen. Mit der Kamerafahrt zeige ich dir jetzt das geswipte Bild. Es befindet sich noch im nassen Zustand und man kann auch hier die Zellstrukturen sehr schön sehen. Im getrockneten Zustand trocknen Acrylfarben etwas dunkler auf, sie verlieren aber nicht ganz den Glanz und das liegt auch immer daran, welche Acrylfarben man grundsätzlich verwendet. Ich hoffe, dir hat mein Video gefallen, gib mir gerne ein Like und ich wünsche dir einen schönen Tag.